Heute verbringen wir einen Tag mit Orkan Özdemir. Er ist Abgeordneter in der SPD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus für den Wahlkreis Berlin-Friedenau. So, wir waren jetzt kurz zur Sicherheitskontrolle, haben so ein schickes Kärtchen bekommen und jetzt, voilà, das Abgeordnetenhaus. Das Erste, was Orkan macht, wenn er hier ankommt, ist sich einen Kaffee in der Cafeteria zu holen. Dort essen auch die meisten Abgeordneten und Mitarbeiter zu Mittag. Danach geht er in sein Büro, das er sich mit seinem Kollegen aus Mariendorf teilt. Du musst dir vorstellen, da ist das Parlament. Also sehr praktisch, wenn Parlamentstage sind. Und hier ist dann der Regierende. Sheesh. Ihr müsst wissen, da ich ein direkt gewählter Abgeordneter bin, habe ich hier keine Mitarbeiter. Alle meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in meinem Wahlkreisbüro, in meinem Stadtteilbüro. So, was mache ich? Ich komme hierher und dann kriegen wir ja Post, beispielsweise von den ganzen Dachverbänden etc. pp. Ins Abgeordnetenhaus geschickt. Deswegen haben wir ein Postfach im Abgeordnetenhaus. Und da gehen wir jetzt mal hin, das ist in der Geschäftsstelle. Ja? Das wird so mein normaler Tag jetzt. Ich würde herkommen, mal gucken, was gibt es hier. Dann würde ich losziehen. Eine Ewigkeit später. Das ist jetzt die Geschäftsstelle. So, und hier hat jede ein Fach. Und jetzt alle Umweltschützer wegschauen. Ja? Nee, ist wirklich blöd, weil du guckst dann hier rein. Das sind ja nicht Sachen, die ich bestellt habe. Ne? Das hat die zugeschickt. Die schicken das einfach. Ne? Also wenn ihr übrigens sowas gerne lest, ja, ich meine, das kostet ja eigentlich Geld. Ich packe das mir jetzt hier normalerweise. Ja. So. Und dann hast du hier die ganzen Einladungen, die du schriftlich bekommst, was ich eigentlich nicht verstehe, weil ich die sowieso online kriege. Aber gut, ja, das ist sozusagen die Geschäftsordnung. – 2000 Jahre später. So, jetzt wäre ich hier fertig zum Beispiel. Dann würde ich losgehen. In seinem Büro haben wir Orkan noch ein paar Fragen gestellt. Das ganze Interview ist in der Videobeschreibung verlinkt. Ich bin ja als Kind hauptsächlich mit einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen, die Gastarbeiterin war und nach den 90er Jahren arbeitslos geworden ist. Und die dann sozusagen über die Runden gekommen ist mit uns, indem sie Taxi gefahren hat, auf dem Flohmarkt gearbeitet hat. Und ich habe auch schon mit 12 Jahren angefangen, auf dem Flohmarkt zu arbeiten. Also so dieses Milieu, wo man als Jugendlicher große Vorstellungen hat von der Zukunft. Ja, so das will ich mal werden, das hatte ich nie. Also ich muss ehrlich sagen, ich war ein absolutes Problemkind, ja, auch ein Problemjugendlicher. Ich bin ja ein Spätzünder, muss man dazu auch sagen. Die Initialzündung bei mir für ein Umdenken und sozusagen für so ein Momentum, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt alles anders machen, war meine Frau. Also meine heutige Frau. Ich bin seit 23 Jahren mit meiner Frau zusammen. Und sie war wirklich für mich die Impulsgeberin über die Jahre hinweg, mir immer wieder klarzumachen, das ist nicht ein Milieu, in dem du leben willst, das sind keine guten Freunde, du hast viel mehr Potenzial, ne? So, aber wirklich über Jahre hinweg. Ich habe ganz viele Jobs gemacht, ich habe auf dem Bau gearbeitet, ich habe Handyverträge für E+ verkauft, ja? Heute O2. Ja. Ich habe im Einzelhandel gearbeitet, ich nenne jetzt keine Namen, aber so H&M-mäßig und so. Ne? Ich habe das alles gemacht, so damit habe ich sozusagen mein Geld verdient und habe nebenbei dann eben viel mit Jugendlichen gemacht. Und irgendwann kam dann ein Mensch, ich nenne jetzt keine Namen, der gesehen hat oder die gesehen hat, dass ich eben viel mache so im Kiez und hat gesagt, willst du nicht mal in eine Partei kommen? Und einfach so dieses Ehrenamtliche, diese Arbeit in so eine strukturelle Sache reinbringen. Da habe ich mir das angesehen und fand das erstmal vergleichsweise spannend. Wenn du in der Partei oder im parteipolitischen Raum nicht gut ausgebildet bist, dann wirst du nicht wirklich ernst genommen. Ne? Also die sind froh, dass du da bist, aber du wirst eben nicht ernst genommen. Das ist ein großes Problem. Ja, das ist Klassismus. Also reiner Klassismus muss man einfach sagen. Und ich finde es eben heftig, wenn die SPD ist eine Arbeiterpartei, so sehen wir uns historisch, und du hast aber eben in den Gremien zumindest kaum Arbeiter oder Arbeiterinnen. Ne? So. Also erstmal, du kannst nicht planen, Politiker zu werden. Da sind so viele Faktoren, die dazukommen innerhalb der Partei und so weiter und so fort. Ne? Das kann man gar nicht planen eigentlich. So. Und man sollte auch nicht planen, Politiker zu werden, also mit Politik Geld zu verdienen, sondern für mich ist Politik einfach eine Herzensangelegenheit. Das ist intrinsische Motivation, einfach sich zu beteiligen, Einfluss zu nehmen, Diskurse zu führen. Dafür muss man Spaß haben. In dem Moment, wo du denkst, dafür möchte ich aber bezahlt werden, ist es einfach nicht das Richtige.
Ich war noch nie jemand, der so Fandom-mäßig irgendwie veranlagt war, sag ich ganz ehrlich. Also ich könnte jetzt hier ich saß schon mit Barack Obama, so muss ich das so sagen, ja. Als er in Deutschland war. Also bei mir geht der Puls da nicht hoch oder so. Ja. Also sag ich ganz ehrlich, also dieses Gen habe ich nicht. Aber spannende Persönlichkeiten sind für mich auf jeden Fall, wenn ich jetzt eine nennen müsste, ist wirklich Willy Brandt. Also mit seiner Lebensgeschichte und mit seiner Haltung. Ich mag Menschen in der Politik, mit denen ich mich dahingehend streiten kann, konstruktiv streiten kann, weil sie wirklich eine Position haben, die sie wirklich intrinsisch auch vertreten. Nerven tun mich eben Menschen, die unpolitisch sind in der Politik. Das finde ich einfach total problematisch. Ja. Meistens sind die viel einfacher zu verhandeln, muss man auch sagen. Ne? Dem muss man aber sagen, dazu, das machen wir so und dafür kriegst du das. Und dann sind sie dabei. Ja. Aber das nervt mich einfach, ehrlich gesagt. Und was mich auch nervt innerhalb der Parteien, ist eben immer dieses Gekungel. Parteien sind ja kein sozialer Raum, keine Partei übrigens, ja. Es ist ja kein sozialer Raum, wo man Freunde hat und nur Gleichgesinnte hat, die sich alle mögen und alle, sondern es ist immer ein Kampf. Das ist so etwas, wo ich überhaupt gar keine Lust habe, um ehrlich zu sein. Also dieses ganze Rumgekungel und so ist einfach, finde ich, ist ein Riesenminus einfach in dem Job, den ich mache. So. Mein Hobby ist meine Familie, ne, muss ich einfach sagen. Ich habe eine Tochter, die ist jetzt 3 Jahre alt geworden und ich möchte einfach für sie da sein. Aber für die Gesundheit muss ich eben Sport machen. Und ich hatte eben jetzt lange Zeit überhaupt gar keine Zeit für Sport und jetzt haben wir eben beschlossen, einfach damit ich gesund bleibe, ja, mit meinem Büro zusammen, dass wir mir da wirklich Slots schaffen, wo ich irgendwie 2-mal die Woche irgendwie trainieren kann. Und ich merke, wir machen das schon seit 3 Monaten jetzt. Ich merke eben auch, wie ich mich besser fühle einfach. Das ist also so mein Hobby, sind Sport und Familie. Ja. Was traurig ist, wenn man die Familie als Hobby darstellt. Aber als Politiker aber wahrscheinlich keine andere Zeit. Ne? Man muss ja alles, wenn du 60 Stunden arbeitest, musst du eigentlich alles einplanen. Ne? Ist das einfach so, ja. Das ist leider so. Und deswegen sage ich auch immer, ich kann mir nicht vorstellen. Ja, cool, Dankeschön. Kein Thema, gerne, jederzeit. Boy, that escalated quickly. Tschüss, Geräusch. So, wir sind jetzt in Orkans Büro, wir werden jetzt an einigen Terminen teilnehmen und wir freuen uns schon sehr drauf. Ich fühle mich ein bisschen beobachtet, muss ich sagen, aber naja. Also wir haben ja gehört, Orkan hat keine Mitarbeiter im Abgeordnetenhaus, aber dafür alle Mitarbeiter im Stadtteilbüro. Und 2 davon sitzen jetzt hier bei uns, einmal Damla und Dogio. Wir freuen uns sehr, Dankeschön. Damla ist die Büroleiterin von Orkan. Was sind denn so Aufgaben von dir? Alles eigentlich, was zu seinem Stadtteil oder Wahlkreisarbeit gehört. Es fängt an mit Bürgerarbeit eigentlich bei uns. Das ist so unser A und O eigentlich hier. Wir empfangen hier Menschen, die eigentlich nicht mehr wissen, wohin mit ihren Problemen. Und uns ist wichtig, dass sie hier sich wohlfühlen, ob wir denen auch wirklich direkt helfen können oder nicht. Dann haben wir hier die Mailbearbeitung. Da sind aber auch natürlich auch Abgeordnetenhausarbeit. Ne? Also seien Termine, Vorbereitung auf seine Termine, Terminierung. Orkan weiß meistens nicht, was so in seinem Kalender ist. Hat er erzählt. Ohne dich ist er... Dann erscheint er dort und wir gucken halt immer, was für Termine kommen. Genau, Jan macht ja die Social-Media-Arbeit hier. Da ist er unser Genie. Genau, wir haben noch unsere Maria, unsere Kulturkoordinatorin. Sie ist 72 und weiß, wie man mit Künstlern umgeht. Sie veranstaltet auch Touren, Kiez-Touren, Flyergestaltung. Das machen wir auch hier aus dem Büro. Da arbeite ich ganz eng mit Jan zusammen. Wir überlegen uns auch neue Ideen. Wie können wir an die Bürger auch in unserem Wahlkreis ein bisschen näher rankommen? Wie können wir Informationen weiterbringen? Jetzt bringen wir demnächst ein Magazin raus, ein Stadtteilmagazin. Das hat Jan jetzt entworfen und da bist du ja auch in unserer ersten Ausgabe mit dabei. Genau. Und genau, das sind so unsere täglichen To-Dos eigentlich. Und Dogio, du bist ja sozusagen die unterstützende Kraft hier. Was macht dir am meisten Spaß? Ist deine Arbeit? Na, ich finde, hier ist jetzt so, das, was am meisten Spaß macht von Nebensache ist, dass ich die Erfahrung mitnehme. Also ich merke tagtäglich, kommen so Aufgaben, dazu will ich ja mein Limit bringen, an meine Grenze. Und wenn ich dann merke, okay, ich hab's geschafft, das ist halt dann, woran ich Freude kriege. Gibt es auch sowas, was so richtig anstrengend ist irgendwie? Oder?
finde es am anstrengendsten, Termine vorzubereiten. Weil das sind halt so neue Themen für mich, neue Punkte und dann muss ich mich erstmal dort einarbeiten. Ja, wie viele Stunden arbeitet ihr denn so in der Woche am Tag ungefähr? Wie gibt es Ziel? Oder? Die Arbeit verlangt schon sehr viel Zeit, viel Konzentration. Ich kann auch nicht sagen, dass ich jetzt wirklich nur explizit in meinen Arbeitsstunden bleibe. Es kommt auch mal am Wochenende was, wo ich weiß, es ist dringlich, dann tue ich es auch am Wochenende. Also ich arbeite offiziell nicht am Wochenende, aber wenn mal jetzt eine Veranstaltung ist, wo man sich als Büro am besten mal blicken lässt und Orkan das Termin nicht hinkriegt, dann mache ich das mal. Also es ist immer interessant zu sehen, wie viele Menschen eigentlich hinter einem Abgeordneten stecken. Es ist ja nicht nur Orkan, der alles macht, sondern es sind ja, glaube ich, 4 andere Leute noch hinter ihm. Und die alle ganz schön viel arbeiten. Das ist interessant. Dankeschön. Ja. So, was soll ich jetzt Nettes sagen? Also, es ist 16:40 Uhr ungefähr. Ist jetzt Orkans letzter Termin und wir haben uns hier ein bisschen in den Nebenraum gesetzt, um nicht so viel Stress zu machen. Und ja, schreibt uns gerne mal in die Kommentare, wen wir sonst noch begleiten sollen. Wir haben noch einiges geplant und was ihr sonst noch für Videos sehen wollt. Ich glaube nicht, dass viele Leute dieses Video jetzt sehen, aber Placebo-Effekt, ich glaube dran. Und ja, schreibt in die Kommentare irgendwas, seit unser Video durch den Algorithmus gepusht wird. Heute haben wir gelernt, dass Politiker sein mehr ist, als nur im Parlament zu sitzen. Um so viele Interessen wie möglich verstehen zu können, muss man viel mit anderen Politikern, Experten und Bürgern sprechen. Das können sie aber nicht alleine, weshalb hinter einem Politiker mehrere Menschen stecken, die ihn in seiner Arbeit unterstützen und alles vorbereiten. Das war's von uns, danke, dass ihr dabei wart. Wir bedanken uns bei Orkan Özdemir und seinem Büro, dass wir sie heute begleiten durften. Wir hatten heute einen sehr spannenden Tag und wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Folgt uns gerne auch auf allen anderen Social Media Plattformen, auf denen wir sind, und bis zum nächsten Mal.